Hallo, liebe Freunde der okkulten Mysterien, zu einem neuen Beitrag. Menschenfressende Pflanzen. Ein zukünftiger Wechsel der Fresshierarchie, an der der Mensch nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht. Eine ungewollte Mutation durch etwa kosmische Strahlung? Ein missglücktes wissenschaftliches Genexperiment. Es könnte viele Ursachen für solche und ähnliche zukünftigen Ereignisse geben. Vielleicht wird in der Zukunft die biologische Kriegsführung aufgrund von sensationellen Entdeckungen neue Kapitel schreiben. Ein sowohl spannendes als auch düsteres Szenario. Aus längst vergessenen Tagen existieren zahlreiche Berichte über menschenfressende Pflanzen. Doch bevor es losgeht, wie üblich, das Intro. Okkulte Mysterien. Der menschenfressende Baum von Madagaskar. 1874. Der Biologe Dr. Ormelius Fredlowski erhielt einen Brief von einem deutschen Entdecker namens Karl Liche mit der Bitte, ihn dringend aufzusuchen. Liche führte ihn zu einem ansässigen Stamm, den Kodo aus Madagaskar. Anschließend brachte er ihn tief in den Dschungel, um ihm einen seltsam erschreckend aussehenden Baum zu zeigen. Zeitgleich ist in seinem Bericht von einem Ritual und der Opferung einer Frau durch die Kodos die Rede. Nach Liches Angaben wäre der Baum 2,5 Meter hoch und besäße 8 x 3,5 Meter lange Blätter sowie mehrere etwa 1,5 Meter lange Fühler. Die Frau, die sich anscheinend in einem tranceähnlichen Zustand befand, wurde dabei gefesselt. Dann legte man sie zum Stamme des Baumes ab, wo sich eine eigenartig aussehende Wurzel des Baumes befand. Doch es war alles absolut ruhig, bis plötzlich der Baum wie zum Leben erwacht und seine Äste sich schlangenähnlich bewegten. Das Opfer wurde von den Ästen gepackt und in das Zentrum des Baumes verschleppt. Die Frau wurde schließlich unter höllischen Qualen bei lebendigem Leibe von der Pflanze gefressen. 1881 berichtete eine australische Zeitung über die angebliche menschenfressende Pflanze in Madagaskar. Im September 1920 die Zeitung The American Weekly in Form eines Interviews mit Karl Liche. In den 1920er Jahren waren mehrere amerikanische Forscher und Hobbybotaniker wie Chase Osborne erfolglos auf der Suche nach dieser Pflanze. Teufelsranken. Dunstan, ein Naturforscher aus New Orleans, hatte fast 2 Jahre in Zentralamerika verbracht. Er war damit beschäftigt, Exemplare in einem der Sümpfe um den großen See von Nicaragua zu sammeln. Plötzlich hörte er aus einigen Metern Entfernung seinen Hund jämmerlich vor Schmerzen winseln. Er rannte sofort an die Stelle, wo das Geräusch seinen Ursprung hatte. Dort angekommen, musste er hilflos mit ansehen, wie sein Hund von einer Pflanze getötet und verzehrt worden ist. Das Netz aus Fasern haftete an dem Tier mit unzähligen kleinen, saugnapfähnlichen Fressöffnungen. Diese rissen beim Versuch, sie zu entfernen, Haut und Fleischstücke mit sich. Yatevio. Im Buch Sea and Land beschrieb der Autor J.W. Bühl Ende des 19. Jahrhunderts eine menschenfressende Pflanze aus Afrika und Zentralamerika, die in Legenden der Ureinwohnern auftaucht. Ihr spanischer Name heißt auf Deutsch »Ich sehe dich schon«. Bühl beschrieb sie mit langen, stachelförmigen Ästen und schwertförmigen Dornen. Dabei hinterließen die Äste einen bedrohlichen Anschein. Dieser Anschein vermittelte unmittelbar eine deutliche Warnung, der Pflanze nicht zu nahe zu kommen, um nicht gepackt zu werden. Menschenfressende Pflanze auf Mindanao.
Über die Existenz dieser Pflanze tauchten die ersten Berichte um das Jahr 1925 auf. Die Pflanze wurde als eine Art fleischfressende Orchidee beschrieben, die angeblich über 2 Meter groß werden kann und Menschen mit ihren tentakelartigen Blättern einfängt und verdaut. Einheimische auf Mindanao sollen die Pflanze gefürchtet und sie für rituelle Zwecke genutzt haben, um Feinde zu beseitigen. Dies sind Berichte aus alter Zeit. Doch wie sähe eine Zukunft aus? Ein zukünftiger Wechsel der Fresshierarchie, an der der Mensch nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht. Eine Welt, in der die Natur die Oberhand gewinnt und der Mensch um sein Überleben kämpfen muss. Die Folgen eines solch apokalyptischen Szenarios wären verheerend und würden eine komplett neue Weltordnung schaffen. Weltweit ereignen sich Meteoriteneinschläge, kosmische Strahlung. Etwas Unbekanntes findet dadurch seinen Weg zur Erde. Als Folge des Ereignisses entwickelte sich eine neue Pflanzenart, die die Fähigkeit hat, sich mit ungeheurer Geschwindigkeit zu vermehren, ins Riesenhafte zu wachsen und sich von Fleisch zu ernähren. Die Pflanzen nutzen sowohl saugnapfartige Tentakel als auch einen mundähnlichen Eingang, um die Beute schlussendlich zu verzehren. Sie sind nun in der Lage, den Menschen aus dem obersten Rang der Nahrungskette zu verdrängen. Außerdem sind sie in der Lage, sich eigenständig fortzubewegen. Die menschenfressenden Pflanzen rotten sich zusammen und beginnen, Menschen anzugreifen und zu töten. Die Bedrohung durch menschenfressende Pflanzen und eine Welt, in der der Mensch nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht, ist ein düsteres Szenario, das sowohl in der Literatur als auch in Filmen immer wieder thematisiert wird. Eine Zukunft, in der die Natur die Oberhand gewinnt und der Mensch um sein Überleben kämpfen muss, ist erschreckend und faszinierend zugleich. Doch egal, ob die Ursache eine Mutation durch kosmische Strahlung, ein missglücktes genetisches Experiment oder biologische Kriegsführung ist, die Konsequenzen wären verheerend. Menschenfressende Pflanzen wie in den Legenden vergangener Zeiten könnten zur Realität werden und eine neue Gefahr für die Menschheit darstellen. Ob in Madagaskar, Zentralamerika oder auf Mindanao, die Geschichten über diese gefährlichen Pflanzen sind gruselig und beunruhigend. Vielleicht könnte auch in der Zukunft eine solche Bedrohung real werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschheit in der Lage sein wird, sich gegen diese neuen Gefahren zu verteidigen. Bis dahin können wir uns an Filmen wie The Little Shop of Horrors und The Day of the Triffids erfreuen, die uns auf unterhaltsame Weise mit der düsteren Vorstellung einer Welt voller menschenfressenden Pflanzen konfrontieren. Falls ihr noch mehr zu dem Thema sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren oder mit einem Like wissen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann lass unbedingt ein Abo da. Bis zum nächsten Mal auf unserem düsteren Pfad durch die Welt der okkulten Mysterien. Okkulte Mysterien.